Ja, herzlich willkommen bei Cargold. Herzlich willkommen heute Morgen in einem fast brandneuen Ferrari. Ich musste mich da eben auch erstmal so ein bisschen einweisen lassen, weil das für mich auch neu ist. Aber das ist hier was ganz Besonderes. Also wir fahren hier gerade einen Ferrari, der ist im Jahr 2018 gebaut worden. Und das ist ein One-Off. Das heißt, es gibt nur diesen. Und hier hinten, das kann Paul euch mal zeigen, ist auch die Plakette für das Auto, dass das ein Einzelstück ist. Ihr wisst ja, dass 1929 Enzo Ferrari begonnen hat, mit der Scuderia Ferrari Rennen zu fahren. War ja ganz berühmt, hat viele Siege eingefahren, damals noch für Alfa Romeo. Und hat dann aber im Jahr 1947 Tourensportwagen, also überhaupt Sportwagen, Straßensportwagen gebaut. Und anlässlich dieses 70-jährigen Jubiläums jetzt 1947 bis 2017 hat man diese Sonderserie hier aufgelegt. Und das ist ein Sonderserienauto. Und das Tolle bei dem Wagen ist, der hat nur 300 Kilometer gelaufen. Der ist eigentlich neu. Also wir gehören also eigentlich jetzt zu den Leuten, die das Auto gerade einfahren. Das könnt ihr innen sehen. Es ist ein vollkommen neuwertiger Ferrari 488 Spider. Und warum ist das ein Einzelstück? Das ist eine Retro-Farbe, so nennen wir das mal. Und man hat diesem Auto auch ein Retro-Design gegeben. Und das ist dieses besondere Blau, was es beim Ferrari Dino 246 GT und GTS gegeben hat. Ich setze mal die Kappe auf, jetzt wird ein bisschen windig. Was es da gegeben hat. Und man hat also von jedem der 5 aktuellen Modelle immer nur einen in diesem Blau lackiert. Und in dem Fall, wir haben hier den 488 Spider. Das ist also der einzige Spider, der hier in dieser Farbe lackiert wurde und der auch dieses tolle Interieur hat. Also ganz klasse gemacht. Ich muss auch sagen, die Verarbeitungsqualität, die hat mir in früheren Jahren bei Ferrari nicht immer gefallen. Aber ich habe mir den Wagen jetzt mal angeguckt. Also er ist wirklich toll verarbeitet. Im Interieur, das sitzt und passt alles. Aber so ein Auto kostet natürlich auch Geld. Ja, jetzt wollen wir mal ein bisschen gucken. Also unser Auto ist sehr, sehr schnell. Der läuft 325 Stundenkilometer Spitze. Die teste ich jetzt aber hier nicht aus. Und hat PS fast 700, also 670 PS, das ist richtig viel. Bemerkenswert bei dem Fahrzeugkonzept ist, der hat einen Mittelmotor, kann man sagen. Und das ist natürlich, was die Fahrdynamik, die Fahrstabilität angeht, wirklich absolut optimal. Mittelmotor gibt dem Auto eine ganz sichere Straßenlage. Und so ist der. Also ich muss mich, wie gesagt, jetzt erst ein bisschen daran gewöhnen. Ihr wisst ja, ich habe öfter auch mal ältere Fahrzeuge, die ich da so bewege. Und einige sagen ja oft, ach, der kennt sich nicht viel aus und so. Aber das hat damit zu tun, dass wir immer nur die Autos fahren, wo wir sagen, macht uns wirklich Spaß, die sind was Besonderes. Das geht ja bei uns los bei 1920 und ihr seht ja hier, das hört auf bei 2018. Wenn es ein tolles Auto ist, und damit muss ich ja hunderte von Autos referieren und fahren können. Und ihr könnt mir glauben, das ist manchmal ein bisschen schwer. Ja, also ich merke jetzt schon, der liegt ja, ist ja unglaublich, wie der zuckt. Und mal, hier ist der Blinker, muss ich mich auch erst dran gewöhnen, das ist nämlich alles anders. Hier gibt es Tasten, wenn man hier die Blinker benutzt. Blinker links, Blinker rechts hier vorne. So. Und Engine an, aus, hier geht es an und aus, hier kann man die Stoßdämpfer einstellen. Mal gucken, wie er abzieht. Oh, ein Sound. Naja, der ist nicht von schlechten Eltern, das kann man sagen. Der Wahnsinn, was heute Autos da bringen, also es ist schon wirklich einmalig. Also mir ist bei dem Auto, was mir so besonders gefallen hat, den habe ich in der Sammlung stehen sehen, das war diese tolle Konfiguration. Ihr wisst ja, ich habe eine Vorliebe für alte Autos, also sage ich mal für 70er, 60er, 50er Jahre Fahrzeuge. Und der hat hier vom Dino das Interieur, was ich total schick finde. Und ich finde auch die Farbkonstellation bei dem Auto außergewöhnlich schön. Also ist deshalb außergewöhnlich schön, weil er dieses tolle Blau hat außen. Das ist sehr selten, auch damals beim Ferrari Dino, sehr, sehr selten gebaut worden. Das ist eine Rarität und man hat halt eben diese seltenen Farben dann nochmal aufgelegt in dieser Sonderserie. Und ihr wisst ja, Sonderserien haben immer einen hohen Wert, weil es nur ganz wenige gibt davon. Also wie der fährt, ich bin jetzt gar nicht schnell gefahren, der klebt ja an der Straße und man spürt, dass er einen Mittelmotor hat. Man hat das Gefühl, man sitzt direkt auf dem Motor. Oh,
Oh, der schiebt ab. Da merkst du gar keine Steigung oder so. Wenn ich hier sonst mit den alten Autos hochfahre, dann muss ich immer schön rumrühren, damit ich mich da überhaupt bewegen kann. Ja, ich habe euch ja eben gerade gesagt, dass das ein besonderes Auto ist und ich zeige euch jetzt mal, schaut mal hier, wie dieses tolle Leder ist. Das hat es beim Ferrari Dino genauso gegeben. Und dann haben die noch ein ganz besonderes Leder gemacht. Das ist ein bisschen auf Antik gemacht. Also es sieht wirklich erste Klasse aus, finde ich. In diesen ganz toll heute modernen Sportsitzen, so war das ja 1972, 73 so noch nicht. Man sitzt erstklassig drin, schaut mal auf die Details, das ist der Ferrari-Schlüssel in Ferrari-Rot, ist ja weltbekannt diese Farbe. Also man hat das dermaßen hochwertig alles gemacht, wie auch das ganze Auto hier gemacht ist. Das gesamte Armaturenbrett ist hier aus Leder, dann haben wir dieses leicht antik eingefärbte Leder, hat es ja so ein bisschen so ähnlich beim Mercedes 3.5 gegeben, vielleicht erinnert ihr euch noch 1970, 71, dann hier alles in Aluminium und alles super modern. Also ein ganz edel genähtes Lenkrad, hier vorne das Ferrari-Logo genau in der Mitte. Aber ich habe eben gemerkt, also das Auto, das ist wirklich wie eine Rakete, wenn man hier Gas gibt. Und er hat eine unglaublich stabile Straßenlage. Das ist halt eben dem Mittelmotor geschuldet. Wenn man da drauf tritt, das geht richtig nach oben. Also ich habe jetzt auch nicht ganz drauf getreten. Der hat erst 300 Kilometer gelaufen. Der ist fast neu, der Wagen. Und es ist in dem Fall so, dass der Eigentümer gesagt hat, der hat ja viele Ferraris gesammelt. Nee, ich will nicht mehr sammeln. Ich habe zu viel. Und das war wohl einer seiner letzten, die er bekommen hat. Übrigens eine ganz irre Geschichte. Als damals die Leute das Auto bestellen konnten, wussten sie nicht, was Ferrari ihnen liefert. Das war so eine Art Überraschung. Das heißt, man hat dann ein Auto geliefert. Er hat dann das bekommen. Da hat er, glaube ich, großes Glück gehabt, weil es gab ja Autos in weiß oder in anderen Farben noch, die dann zweifarbig waren. Aber dieses Blau mit dem Cognac hier drin, das finde ich absolut klasse. Also das Auto hat dadurch total Charakter. Vielleicht mal was zum Fahren, wenn man hier drin sitzt, was mir eben aufgefallen ist. Man hat ja diese Pedal, also man kann hier die Gänge durchschalten. Wenn man den auf 5 drückt, dann ist er im normalen Automatikmodus. Man kann aber auch das normal per Hand durchschalten. Und wenn man hier vorne drückt, also hier der Automatik, da geht's los und R ist Rückwärtsgang. Und wenn man da den Rückwärtsgang gedrückt hat, dann fährt er zurück. Kleines Problem bei dem Auto ist, er hat ja diese beiden Kanten, die nach hinten auslaufen. Wenn man da um die Kurve rückwärts fährt, kann man da überhaupt nichts sehen. Da muss man aufpassen. Da reichen die Rückspiegel nämlich nicht. Ist mir gerade aufgefallen. Und man drückt dann, also wenn man aus dem Rückwärtsgang wieder nach vorne fahren möchte, eins der Pedal, dann ist er wieder im normalen Fahrmodus und dann geht es wieder nach vorne. Ja, was können wir euch zu dem Auto nicht? Hier ist die Alarmanlage, also Alarmanlage ist es ja nicht, also Warnblinker, nicht, ist ja klar. Hier sind die beiden Fensterheber, ich habe es eben runtergefahren. Wenn man hier mit dem Auto fährt, ist er relativ zugfrei, das ist mir eben aufgefallen, ist aber anders, wenn er ganz offen ist. Also man muss die Fenster hoch machen, dann geht das gut. Ja, hier ist die Lichtgeschichte, hier ist der Liftschalter hier vorne. Da muss man anhalten, fährt ihn hoch oder runter. Wir sind ihn jetzt hier rückwärts mal hochgefahren, da haben wir ihn leicht hochgefahren. Nicht, dass wir da vorne an der Straße über den Knick das Auto touchieren von unten, muss man vorsichtig sein. Aber das ist wirklich ein faszinierendes Teil. Also, er heißt 488 Spider und die nächsten 20 Kilometer wird er von uns bekommen, aber wird dann nicht auf die 400 kommen. Er hat gerade erst die 300 erreicht. Also schaut euch das mal an, da sind jetzt zwar ein paar Krümelchen von meinen Füßen drin, aber sonst ist es Neuwagen. Hier sind die ganzen originalen Aufkleber, schaut euch das mal an. Übrigens, hier unten könnt ihr das sehen? 70s, das war das Jubiläum, das 70-jährige Jubiläum der Firma Ferrari. Da steht es auch 1947, 2017 und das ist ein Jubiläumsmodell. Und ihr wisst ja, Jubiläumsmodelle sind immer was Besonderes. Und wenn die dann noch offen sind, ein GTS wie dieser hier, dann ist das natürlich ein toller Wagen. Ja, schaut euch den mal von hinten an. Also man kann wirklich sagen, es ist ein absolut rassiges Fahrzeug. Ich fand, dass der wirklich eine tolle Form hat, einen tollen Sound. Das habt ihr, glaube ich, eben gehört, als ich 2-3 Mal vorbeigefahren bin. Hinten schön zu sehen das Pferdchen, das ist ja das Logo der Firma Ferrari. Springende Pferd in Silber. Hier oben der Ferrari-Schriftzug und da unten drunter ist der Mittelmotor. Den werden wir euch gleich mal zeigen und mal aufmachen. Muss ich nur hier den... Moment. So. Da, wo die meisten ihren Zug haben, hat er ihn auch. So, das ist das Motörchen. Sitzt direkt hinter den beiden Fahrersitzen. 8 Zylinder. Hier vorne sind die Turbolader. Sieht aber sehr aufgeräumt aus da hinten. Also wirklich ein tolles Auto. Also jemand, der eine Sammlung hat,
und der was Exklusives und was ganz Besonderes haben möchte, ist das, glaube ich, ein gutes Auto dafür. Was mir am besten gefällt neben dieser tollen Form, das sind, wie gesagt, ist diese wunderschöne Farbkombination. Und das macht diesen Wagen auch zu was Außergewöhnlichem. Auch die Außenspiegel hier übrigens in Silber könnt ihr sehen hier vorne. Alles in Silber, gab es damals beim Dino auch so. Dann könnt ihr die dicken gelben Bremssättel sehen. Ich meine, der braucht auch, wenn der schnell fährt, der fährt ja über 300 Stundenkilometer, 325. Also wirklich sehr, sehr gute Bremsen, damit das Auto sofort zum Halten bringt. Machen wir jetzt mal die Dachentriegelung für euch. Nee, drücken. Ah ja. Cooles Auto, echt. Also kann man wirklich eine Menge mitmachen. Wir wollen uns jetzt mal wieder gut festschnallen. Kann man sehen, dass er hoch ist? Ja, ne? Kann man sehen, ne? Schön vorsichtig. Ja, das musst du mal filmen. Müssen die Leute auch sehen, dass er Lift hat. Ja, wunderbar. Jetzt fahren wir bei den Ferrari übrigens ganz interessant. Drehzahlmesser genau in der Mitte, wie im Rennsport. Rechts ist das Radio, finde ich gar nicht mal schlecht, dass man das sieht. Und links ist der Tachometer. Turbo VDA. Weiß ich nicht. Turbo, was heißt das? Aha, da hat er die Turboanzeige. Kann man sehen, wie viel Dampf der Turbo gerade macht. Das wollen wir uns gleich nochmal anschauen. Wie ist denn das mit der Heizung? Immer lieber runter hier, nicht, dass das. Ja, alles ist top durchdacht, was ich bisher hier entdeckt habe, und funktioniert auch wunderbar. Also was ja unglaublich ist, sind hier die G-Kräfte. Wenn man hier einen Zentimeter nur Einschlag macht, dann als ob der auf einer Schiene fährt, der Wagen. Wahnsinnsauto. Naja, gut, relativ modern, ist ja auf dem neuesten Stand der Technik heute, den es gibt. Da merkt man richtig die G-Kräfte hier in dem Wagen. Unglaublich. So. Der ist im 6. Gang. Naja, gut. Ist in Ordnung. Also fahren tut das Auto auch schnell genug, wie ich meine. Also Turbo, was ist denn das hier? VDA, da mal drücken. Ah, hier kann man den Motor sehen, was auch immer das heißt. Ach so, nicht verfügbar in Sport. Was ist das denn hier? Das ist ja spannend. In Sport, da müsste das Race verfügbar sein. Ja, oh ja, das ist ja spannend. Also das ist ja wirklich ein fahrender Computer, dieser Ferrari. Race Warm-Up. Aber ach so, jetzt bin ich praktisch auf der Rennstrecke, muss aber erstmal die Räder warm fahren. Das sagt er einem alles. Toll, hast du das gesehen hier eben? Ist ja irre. Ist ja voll spannend. Cooles Auto und immer der Ferrari-Sound präsent. Also ich sag mal, das ist richtig ein Auto, wo man sich erst konzentrieren muss, was es hier alles für Funktionen gibt, was er alles kann und was er nicht kann. Ja, geht gut nach vorne. Naja, aber wie gesagt, das Auto ist ja noch neu und wir wollen hier jetzt nicht Vollspeed machen, das geht nicht. Der muss sanft mit einem guten Händchen eingefahren werden. Das ist ein sehr teurer Motor und der soll ja lange halten und nicht kaputt gehen. Aber er hat hier ja eine Straßenlage, du ist ja, der merkst ja, ist ja unglaublich, was? Man sitzt auch perfekt, auch die Fahrerposition, die empfinde ich als optimal gestaltet. Und man kommt auch, wenn man größer ist, gut da rein. Also ich merke das, ich könnte jetzt auch 1,90 Meter sein, ich bin ja nur 1,84 Meter. Aber das geht wirklich gut ab hier. Also man sitzt gut drin. Passt einem wie ein perfekter, maßgeschneiderter Anzug. Naja, aber schon toll. Also es ist eine ganz andere Art Autofahren. Also wirklich ganz anders. Erinnert mich so ein bisschen an Go-Kart-Fahren irgendwie. Denn diese Go-Karts, da sitzt man ja auch richtig tief und ganz hart. Und ein Go-Kart klebt ja auch förmlich an der Straße. So ein bisschen ist das hier auch. Hat auch
Bremsen, die also innerhalb sofort zugreifen. Da muss man ein ganz bisschen nur anticken und klack macht das und das Ding ist fest. War eine ganz spannende Probefahrt, mal was ganz anderes. Also das ist sicherlich auch ein Auto für eine Geldanlage oder wer Lust hat, richtig schnell unterwegs zu sein, da ist das Auto natürlich auch gut. Interessant übrigens, der Wagen braucht 3 Sekunden von 0 bis 100. Also das ist schon eine absolut wahnsinnige Geschwindigkeit und ist nach 10 Sekunden auf 200, naja und so weiter. Und wer es noch schneller haben möchte, kann natürlich gerne auch 320 damit fahren. Das ist hier alles möglich. Das bringt dieser Biturbo. Aber immer schön vorsichtig sein. Also man hat hier nämlich die Möglichkeit, auch damit auf die Rennstrecke zu gehen. Man kann das hier alles abschalten, die ganzen technischen Helfer, ESP und wie das alles heißt. Nur, dann ist so ein Auto verdammt gefährlich und auch bei Nässe würde ich ganz abraten, mit so einem Wagen zu fahren. Oder man ist halt eben ein Rennfahrer und kann wirklich gut Auto fahren. Okay, so what. Aber es ist ein beeindruckender Wagen. Es ist wirklich beeindruckend, zu was die Technik heute fähig ist. Finde ich total irre. Sieht natürlich auch sehr aggressiv aus, dieses Auto. Aber das passt eigentlich zu dem, was er kann. Also er fährt sich wie ein Go-Kart mit einer irren Leistung. So kommt mir das Auto vor. Ja. Ja, da vorne ist wieder der Simsee. Jetzt sind wir ungefähr 20, 23 Kilometer unterwegs gewesen mit dem Ferrari. Das ist wirklich ein beeindruckendes Auto. Was halt eben toll ist, es ist ein Neuwagen. Also er ist wirklich neu. Der ist nicht mal eingefahren und das bekommt man auch nicht jeden Tag und man bekommt dieses Auto nicht in dieser tollen Farbe. Diese Konstellation gibt es ein einziges Mal, nämlich unser Auto hier. Windshot geht hoch und runter, könnt ihr sehen, also wem das ein bisschen bläst da hinten, der hat 10 cm Windshot, aber so richtig viel bringt das nicht, aber okay. Also man kann sich eine Ferrari-Kappe aufsetzen, da hat man alles, was man braucht. Da sind wir am Beuerberg wieder. Ist ja relativ selten, dass wir hier so ganz scharfe Autos haben. Haben wir auch immer wieder da gehabt, auch weiterverkauft. Kürzlich erst ein Porsche GT2 RS. Also wenn ihr sowas auch mal habt für uns, so ein paar richtige scharfe, besondere Supersportwagen, hätte ich auch Interesse dann. Ruft mich gern an. Ja, da sind wir wieder. Hat mich Spaß gemacht mit euch. Ich hoffe euch auch. Mal wieder ein ganz besonderes Auto. Ich wünsche euch alles Gute. Jetzt kommt der Sommer. Jetzt haben wir richtig Freude mit unserem Hobby. Bis zum nächsten Mal bei meinem nächsten Video. Euer Stefan Luftschütz. Ciao. Wir haben euch mal ein Bild ausgedruckt, wie so ein Auto früher mal ausgesehen hat, genau in der Farbe. Das ist hier so ein Ferrari Dino 246 GT aus 1972, 73. So sahen die damals aus, die Autos. Und das ist halt eben zum 70. Jubiläum das Auto, was exakt identisch dem Auto nachempfunden wurde. Hat halt eben nur die 488 Spider-Form, ist aber sonst exakt in der gleichen Konfiguration. Ja, übrigens, was ich euch noch mal sagen wollte, das war heute unser 110. Video, was wir jetzt im halben Jahr gedreht haben. Wir haben es ja erst Mitte Oktober angefangen und wir haben mittlerweile 2,4 Millionen User, die unsere Filme gesehen haben. Also das motiviert uns natürlich, wir werden das auch weitermachen und wir hoffen, dass wir euch in Kürze immer wieder ganz tolle, schöne, wirklich ganz besondere Autos zeigen können. Wenn hier was Besonderes bei uns ankommt, wird das gefilmt. Es gibt aber natürlich auch Kunden, die uns sagen, nein, möchte ich nicht filmen, möchte ich diskret verkaufen. Das geht bei uns auch. Also es muss nicht jedes Auto gefilmt werden, aber die meisten möchten das gerne. Und wenn das gewünscht ist, machen wir das auf jeden Fall. Spaß macht's mir. Ich habe noch ein paar Tage Zeit. Ich möchte meinen Beruf noch lange machen. Ihr werdet noch viel sehen.